So, wir schauen uns jetzt Hever Castle an. Ich will dich, Anne, und ich brauch dich, Anne. Die ganze Nacht lang, Anne. Oh, Anne, Anne, Anne. Also Hever Castle ist ja quasi das Familienanwesen von Anne Boleyn, das Elternhaus sozusagen. Anne Boleyn verbrachte ihre Kindheit und Jugend dort und Heinrich hat auch dort auf Hever Castle um sie geworben. Anne Boleyn ist wohl eine der am meist besprochenen Frauen der Geschichte. Und sie war die zweite Frau von Henry VIII. Und die erste Königin, die hingerichtet wurde überhaupt. Sie kam aus wohlhabenden Verhältnissen und ihre Mutter war Elizabeth Howard und ihr Vater war Thomas Boleyn. Noch zwei Geschwister, Mary Boleyn und George Boleyn. Da die Familie Boleyn 1539 vernichtet war, fiel Hever Castle an die Krone und 1540 übertrug Henry den Besitz an seine vierte Ehefrau Anna von Kleve als Teil ihrer Scheidungsvereinbarung. Henry war nicht an der Geschichte von Anne Boleyns Jugend interessiert, sondern er nutzte das Anwesen als Krongut. Aus heutiger Sicht kann man diese Handlung durchaus als psychologisch kalt interpretieren. Und ja, nachdem Henry die Familie Boleyn vernichtet hatte, übernahm er eben deren Stammsitz, Hever Castle, um ihn an seine neue Ehefrau zu geben. Though it is not fitting for a gentleman to take his lady in the place of a servant, yet, complying with your desire, I willingly grant it you, if thereby you can find yourself less uncomfortable in the place chosen by yourself than you have been in that which I gave you.
thanking you cordially that you are pleased still to have some remembrance of me. Although, my mistress, it has not pleased you to remember the promise you made me when I was last with you. That is, to hear good news from you, and to have an answer to my last letter. Yet it seems to me that it belongs to a true servant, seeing that otherwise he can know nothing to inquire the health of his mistress, and to acquit myself of the duty of a true servant. I send you this letter, beseeching you to apprise me of your welfare, which I pray to God may continue, as long as I desire mine own, and to cause you yet oftener to remember me. I send you by the bearer of this a book, killed late last night by my own hand, hoping that when you eat of it you may think of the hunter. And thus, for want of room, I must end my letter, written by the hand of your servant, who very often wishes for you instead of your brother, H.R. My mistress and friend, I and my heart put ourselves into your hands, begging you to have them to recommend us to your favor, and that, by absence, your affection should not be diminished. For to increase their pain would be a great pity, for absence alone causes enough, and more than I ever could have thought, making us remember a point of astronomy, which is this, that the longer the days are, the more distant is the sun, though burning more hotly. It is the same with our love, for by absence we are more distant, and yet it keeps its fervor all the same, at least on our side. Being in the hope that it is similar on your part, be assured that, for my part, the misery of absence is already too great. When I think of the increase of that which I must, perforce, suffer, it would be to me nearly intolerable, were it not for the firm hope I have of your unshakable affection towards me, and to remind you of it sometimes, and seeing how I cannot, in person, be in your presence, I send you the closest thing possible. That is to say, my picture set in a bracelet, with the whole motto which you already know, wishing myself in their place, when it shall please you. This from the hand of your loyal servant and friend, H.R. Jetzt gerade ist noch auf Hever Castle die Ausstellung Capturing a Queen, The Image of Anne Boleyn. Und es geht noch bis zum 5. Januar 27 und das ist weltweit die erste und größte Sammlung von Porträts der Königin, die jemals ausgestellt wurde. Und ebenso werden auch Kostüme über Verfilmungen ihres Lebens gezeigt. Zum Beispiel jetzt, wer es kennt, The Tudors, da gibt es einige Kostüme. Und es war auf jeden Fall sehr interessant. Hever Castle, auf jeden Fall sehr lohnenswert. Ich weiß jetzt die Öffnungszeiten gerade nicht. Kann sein, dass sie auch nur aufs Wochenende aufhaben. Heute ist Sonntag und es war jetzt auch ziemlich Betrieb. Und da drin ist halt alles, ist ein Tudor-Haus, ist natürlich alles sehr verwinkelt, sehr schmal. Aber auf jeden Fall sehr lohnenswert. Ein paar Räume sind natürlich durch spätere Besitzer umgebaut, sehr 20er Jahre. Aber es gibt auch noch einiges, was erhalten ist, also sehr viel sogar. Und ja, jetzt gehen wir im Garten und mal gucken, was wir noch so finden können. Ein Schachspiel aus Büschen. Heute ist Hever Castle ein beliebtes Ausflugsziel
mit Wassergraben, Irrgarten, Tudorgarten und einem italienischen Garten. Weil ihr gerade mit Stöcken vermöbelt hinter mir. Ich habe gerade zu Simon gesagt, ich will dann noch mal einen Giftshop. Und Simon hat gesagt, Natürlich. Ich will dich und ich brauch dich die ganze Nacht lang Oh